das Lamm Gottes, das die Sünden trug, starb für uns. Und wir gedenken, dass dem, der zu ihm kommt und ihm vertraut, alle Schuld vergeben wird. So teilen wir dieses Lebensbrot, erinnern uns nun an seinen Tod, sein Friedensbund wird sichtbar durch den Wein. So kommen wir zum Tisch des Herrn. Als Lösegeld gab Christus seinen Leib für dich hin. Iss und gedenke, durch seine Wunden überwindet er selbst den Tod und macht uns eins. So teilen wir dieses Lebensbrot, erinnern uns nun an seinen Tod, sein Liebesbund wird sichtbar durch den Wein. So kommen wir zum Tisch des Herrn. Das Blut, das uns von aller Sünde heilt, floss für dich. Trink und gedenke, er starb für uns, lädt jeden zu sich ein. Ewig leben wir mit ihm. So teilen wir dieses Lebensbrot, erinnern uns nun an seinen Tod, sein Gnadenbund wird sichtbar durch den Wein. So kommen wir zum Tisch des Herrn. Mit neuem Glauben und voll Dankbarkeit stehen wir auf. Und wir gedenken, wir sind berufen, ihm zu folgen und hier zu leben als sein Leib. So sind wir Teil am Leiden unseres Herrn, verkünden so, dass er wiederkommt, das Himmelsfest feiern wir mit ihm, gemeinsam an dem Tisch des Herrn, gemeinsam an dem Tisch des Herrn. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, alle Brüder und Schwestern, Pastoren unserer Gemeinde, auch allen, die uns von verschiedenen Städten und Ländern zuschauen, um Gottes Wort in diesem Nachmittag zuzuhören. Wir machen unsere Bibel
auf Buch Johannes 1, 29 auf. Johannes 1, 29. Und wir lesen Gottes Wort gemeinsam im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Johannes am nächsten Tag bemerkte, dass Jesus zu ihm kam, rief er: Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde aller Menschen wegnimmt. Halleluja. Wir danken Gott in einem Gebet, um diesen Gottesdienst anfangen zu können mit seiner Gegenwart. Wir danken dir, o Herr, Vater im Himmel, für deine Gegenwart, für deine Heiligkeit, für deinen Heiligen Geistes, für deine Gerechtigkeit, für deine Liebe und Gnade, die du mit uns Menschen hast. Ich bete dich an, o Herr, dass deine Gegenwart, dein Heiligen Geist mit mir ist, mit uns, dass du die Ohren öffnest, die spirituellen Ohren, damit dein Wort in uns dein Werk machen kann und dass die Herzen in diesem Moment geöffnet sind, voller Durst, damit du weiterhin dein vollkommenen Werk in allen Menschen machen kannst. Im Namen Jesus. Amen. Unser Thema heute im Nachmittag wird sein über das Lamm Gottes. Und zwar die Bedeutung der Ostern. Wir hatten vor kurzem Ostern, doch es ist traurig zu wissen, dass viele die Wahrheit dahinter, die Bedeutung nicht kennen. Hier können wir sehen und uns fragen, warum Johannes den Herrn Jesus als Gottes Lamm bezeichnete. In dem Namen Gottes Lamm oder Opferlamm verbirgt sich das Geheimnis der Ostern. Um die Wahrheit dahinter, um die Wahrheit der Ostern, die Bedeutung zu kennen, müssen wir tausende Jahre zurückkehren, und zwar in die Geschichte der Bibel. Dort, wo alles anfängt. In der Bibel können wir erkennen, dass der Begriff Opferlamm einen Zusammenhang hat mit dem Wort Schuld, mit der Sünde, mit der Vergebung und Rettung. Im jüdischen Leben spielte das Opfern von Lämmen eine sehr große Rolle, denn im Tempel wurde ein Lamm als Opfer für die Sünden der Menschen dargebracht. Ihre Reue und Bedeutung der begangenen Sünden sollte nicht billig, sondern zutiefst ernst genommen sein, denn Gott ist heilig und gerecht. Und deswegen zahlte man damals im Alten Testament ihre Sünde mit dem Leben eines makellosen Tieres. Nun können wir uns fragen, was hat das Lamm überhaupt mit dem Ostern oder Pessach oder Passach genau zu bedeuten? Passach gehört zu den wichtigsten Festen im jüdischen Glauben. Das erste Passachfest wurde in Ägypten gefeiert. Wenn wir unsere Bibel im Exodus Kapitel 12 oder besser gesagt 2. Mose auch genannt, Exodus 12, Kapitel 12, Vers 21 bis 23. Hier steht geschrieben, und auch können wir hier die Geschichte von Ostern sehen. Dann rief Mose die 7 Oberhäupter der Israeliten und befahl: Geht los, sucht euch je nach der Größe eurer Familie eines oder mehrere Lämmer aus und schlachtet sie als Passaopfer. Fangt das Blut in einer Schale auf, taucht ein Büschel Isop hinein und streicht das Blut an den oberen Balken und an die beiden Pfosten eurer Haustüren. Bis zum nächsten Morgen darf niemand von euch sein Haus verlassen.
wenn der Herr durchs Land geht, um die Ägypter zu töten und das Blut an den Pfosten und Balken sieht, wird er an diesen Türen vorübergehen. Er wird den Todesengel nicht erlauben, in eure Häuser einzudringen und euch zu töten. Das heißt, dass beim ersten Passafest damals noch in Ägypten, dass das Blut des geschlachteten Lammes sie vor dem Todesengel schützte. Jeder, der das Blut auf seinen Türpfosten strich, gab zu erkennen, dass er, wie auch seine Familie, die ganze Familie, die in diesem Haus lebten, zu Gott gehören und in dieser Nacht vom Todesengel verschont worden sind. Das Blut des Passalams bedeutet also Rettung, Leben, Zukunft. Zukunft in einem verheißenen Land. Wenn wir das Buch Jesaja aufmachen, Jesaja Kapitel 53, können wir auch hier ein Lamm entdecken. Ein Lamm, der für uns geschlachtet worden ist. Jesaja Kapitel 53, Vers 7 bis 11 steht geschrieben im Namen des Herrn, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er wurde misshandelt, aber duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hat. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Halleluja. Gelobt sei der Herr. Hier können wir sehen, dass es schon vor Jesus Christus durch den Propheten Jesaja schon vorhergesagt wurde, dass Jesus durch unsere Sünden leiden wird. Wie schwer es sein wird für Jesus in dieser Zeit der Kreuzung. Wie viel Leid, wie viele Schmerzen er ertragen musste, damit Sie und ich in dieser heutigen Zeit errettet werden können. Damit wir das ewige Leben haben dürfen. Der Tod von Jesus war überhaupt kein Unfall. Es passierte auch nicht umsonst, sondern es war notwendig, damit der Mensch wieder mit Gott vereint sein kann. Damit der Mensch wieder zurück zu Gott kehrt. Damit es wieder eine Vereinigung, eine Kommunion mit Gott hat. Wir müssen uns vorstellen, dass die Sünde die Menschheit von Gott entfernt hat, von Gott getrennt. Doch Jesus ist wie die Brücke, die uns dasteht, damit wir ans andere Ende gehen können, damit wir das ewige Leben haben dürfen, damit wir in die Gerechtigkeit Gottes rein dürfen, in seinem Reich, dort, wo alles aufhört und ein neuer Anfang herrscht, dort, wo die Liebe, die Freude
den Frieden, Ewigkeit herrscht. Die Offenbarung im Buch der Offenbarung, Kapitel 5, 9, steht, und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen aus allen Völkern und Nationen. Hier steht, dass Jesus durch sein Blut uns Menschen für Gott freigekauft hat. Warum musste er uns durch sein Blut kaufen? Warum musste er leiden? Weil wir uns von Gott getrennt haben. Durch die Sünde. Weil der Mensch heutzutage möchte nichts mehr von Gott wissen. Der Mensch möchte sein Leben führen, wie er es gut versteht. Doch Gott in seiner Gnade, in seiner Herrlichkeit, in dieser Liebe, die er zu uns Menschen hat, er hat uns dieses Wort, dieses heilige Wort in unseren Händen gegeben, damit wir wieder zurück zu Gott kehren, damit wir die Wahrheit kennen. Denn viele heutzutage gehen verloren, weil sie die Wahrheit nicht kennen. So wie es auch in der Bibel steht, dass sein Volk verloren geht, weil es keine Kenntnis, keine Weisheit hat über das wundervolle Buch, über die Heilige Schrift, die uns zum Heiligen Vater führt, durch Jesus Christus, durch das Blut Jesus. Das Blut Jesus gibt uns eine Erlösung. Es gibt uns Vergebung der Sünden. Durch sein heiligen Blut sind wir gekauft worden. Und Jesus ist gekommen, damit jeder, der an ihn glaubt, wieder frei wird. Wieder freigesprochen wird von der Sünde. Wieder freigesprochen ist von der Qual, von dem Leid, von der Traurigkeit, von den Schmerzen, von der Dunkelheit, die viele heutzutage leben. Es gibt keine Kommunion mit Gott. Und deswegen lebt der Mensch in einer Dunkelheit. Jeden Tag ist es eine Last für den Mensch, einen neuen Tag anzufangen. Ohne Jesus ist es wirklich sehr schwierig. Nun, in der Pascha-Lamm, beim Pascha-Lamm gilt, wer sein Blut in Anspruch nimmt, wird gerettet und wird leben. In der Geschichte vom 2. Mose, das wir gelesen haben, können wir sehen, dass jeder, der dieses Blut an seiner Tür hatte, der wurde vom Todesengel verschont. Heutzutage ist es genauso gleich, doch in einer spirituellen Ebene, in einer geistlichen Ebene. Denn der Mensch braucht die Vergebung Gottes, um wieder frei von der Sklaverei zu sein. Denn das Volk Israel war Sklave von Ägypten, war Sklave von den Pharaonen. Und so ist es auch heutzutage. Der Mensch ist Sklave vom Sünden, vom Satan. Und Gott möchte, dass der Mensch zurückkehrt. Damit der Mensch versteht, dass Gott durch die Liebe, die er für uns Menschen hat, seinen Sohn gesandt hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, wieder eine Kommunion mit Gott hat. Ein ewiges Leben mit Gott. Ein neues Wesen sein darf. Denn durch das Blut von Jesus Christus werden wir gereinigt. Unsere Sünden werden gelöscht. Kein einziger Mensch kann seine Sünde, seine Schuld frei machen.
sich von den Sünden, von seiner Schuld freigesprochen machen oder löschen. Nur das Blut von Jesus Christus. Deswegen musste Jesus am Kreuz von Golgatha sterben. Und sein Blut fließte. Und ich stelle mir vor, jeder Tropfen, der floss, wie viel Schmerz, wie viel Leid Jesus in seinem Herz hatte. Denn er wusste auch, dass viele Menschen nicht an ihn glauben werden. Aber ich denke, als er da stand, an der Kreuzung, da hat er den Vater um Gnade gebittet. Gnade für die Menschheit. Durch Liebe. Denn Jesus ist an der Kreuzung gestorben. Durch Liebe für mich, für dich. Hebräer 10 steht, Hebräer 10, 9 steht, außerdem sagt er, ich komme, mein Gott, um deinen Willen zu erfüllen. So hebt Christus die alte Ordnung auf und setzt eine neue in Kraft. Er hat mit seinem Tod am Kreuz diesen Wille Gottes erfüllt und deshalb gehören wir durch sein Opfer ein für allemal zu Gott. Jesus ist auferstanden und er lebt. Ich möchte dir sagen, dass Jesus den Tod besiegt hat, damit wir durch Jesus Christus den Sieg auch besiegen dürfen und in die Ewigkeit des Reiches Gottes rein dürfen. Damit jeder, der das Opfer von Jesus für sich annimmt, frei wird und Zugang zur Gegenwart Gottes hat. Deswegen möchte ich dich fragen, falls du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast und Jesus in deinem Herzen reinlassen willst, bete mit mir in diesem Moment. Schließe deine Augen dort, wo du bist und bete mit mir. Herr, o Vater, wir kommen in deine Gegenwart, präsentieren unser Leben vor dir und bekennen, dass wir gesündigt haben vor dir, o Herr. Wir bitten dich um deine Gnade, um dein Vergeben in diesem Moment. Ich bete dich, o Herr, dass dein Heiligen Geist in dieser Seele reinkommt, in diesem Herzen, dass es wieder einen neuen Leben mit dir führen darf, ein neuer Weg mit dir, Jesus. Ich bitte dich, o Herr, dass du den Namen dieser Seele in das Buch des ewigen Lebens schreibst, damit wir das ewige Leben haben dürfen, an dem Tag, den du uns rufen wirst. Im Namen Jesus. Amen. Ich bedanke mich recht herzlich an allen, die uns zugeschaut haben, um Gottes Wort zu hören und uns wieder vereint mit Gott zu sein. Gott segne euch alle. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihm preisen wir, so groß ist der Herr.
derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr. So groß ist der Herr.